Hallo, am einem heißen Tag und mit einem kühlten Orangina. Willkommen zu Noire. Ja, wie man sieht, habe ich hier ganz kurz angezockt. Ja, das Spiel noch nicht lang. Ja, und ich muss gerade noch zuerst etwas erklären, und zwar, warum das jetzt fast eine Woche lang nicht mehr gekommen ist. Das hat den Grund gehabt, dass ich ein kleines Problem hatte mit meinem Computer und so. Und ja, und jetzt, wo er wieder einigermaßen gut funktioniert, habe ich keine Lust mehr auf das auf Reckoning und auf Metro. Das heisst, ich stoppe das und mache jetzt mal Noire. Und ich würde es mal so sagen, es kann man wie bei Rift immer wieder kommt irgendetwas, ein bisschen. Jo. Das heisst, ich würde noch vielleicht etwas oder zwei Sachen anfangen und dann haben wir ziemlich viel Abwechslung im Kanal, wo ich einfach am Tag irgendeins von denen dann hochlade. Jo, und dann fangen wir jetzt mal ein neues an. Ich muss ganz kurz noch erwähnen, dass ich Untertitel habe, ja, die sind auf Deutsch, aber das Spiel ist auf Englisch. Ja, das Spiel selber sollte man eigentlich ein bisschen kennen, ist auch nicht das Neueste. Oh. A city on the verge of greatness. A new type of city, based not on the man, but on the automobile. The car. A symbol of freedom and vitality. Where every man can own his own home, and have room to breathe, and not be overlooked by his neighbors. A city where a man's home is his castle. A quarter acre of the dream made possible by victory. A city of opportunists. A city of dreams, where Hollywood will shape the thoughts and desires of the entire planet. A city of pioneers. A city of dreamers. A city of undercurrents, where not everything is as it seems. A 20th century city that will become a model for the world. A city that has no boundaries, that will stretch as far as the eye can see. Ja, LA, Las Vegas. In the Marine Corps, you deal with the chain of command. Mistakes get made, but you deal with them. You know what you're fighting for and that you're on the same team. But dealing with corruption is like chasing shadows. You never know whether the guy you're talking to is on the pad, or whether it's your partner, or maybe even the watch commander. So who do you trust, Cole? I made up my mind a long time ago. KGBL calling caller 14 Adam. 14 Adam, come in. Go ahead, KGPL. 14 Adam, see the detective, an ambulance shooting at 6th and Industrial Street. Unit 16 William requests uniform assistance for an evidence search. 14 Adam, code 2. Roger, 14 Adam en route. Und dann geht's los. Eine tolle Waage. Oh, das ist schon schön. Here we go again. Die wird They don't request uniforms for an evidence search unless there's some kind of catch. Ever the optimist. From the beam of sunshine himself. Die wird noch
sagen, und zwar wird ich alle fahrbaren Teile, also ja, jetzt wo man fahren, selber fahren. Da sind wir schon irgendwie komisch angekommen. Floyd Rose, homicide. You might back up? Yes, sir. Phelps and Dunn, Wilshire Division. We had a shooting took place down this alleyway. We have the Vic, Scooter Payton, a Negro male bagged up and on his way to Central Morgue. Witness says a tall white guy, our shooter, put 2 in the Vic's head and then threw his piece. I need you guys to try and recover the gat. You want us to look anywhere in particular? Give it your best shot, guys. The dead guy's a lowlife. I'm not expecting any miracles here. And if we recover the weapon? Bag it and return it to technical services. You hurry it up, Floyd. We I'm got outta places here. to be. Happy hunting. Alles klar. This is a fist pump. Just going through the motions. You're probably right. Let's just get it over and done. All right, have it your way. We'll search right up to the back wall. If you still don't come up with anything, come find me and we'll talk it out. 2 heads are always better than 1. Ja, da haben wir schon die ersten Spanner. Die Geschichte ist in den 80er, wenn ich mich nicht irre, oder in den 60er. Look at this junk. Ja, die ist noch. Wir spielen hier einen Cop, respektive einen Detektiv, der Fälle muss It's not auflösen. my job to pick through other people's trash. Ja, ich untersuche den Müll gerade. Gut. Das Ganze ist Open World mäßig gehalten. What have you got, Phelps? Anything? Ja, und zum Fahren wollte ich eigentlich noch sagen, dass ich es schade finde, dass er keine Cockpit-Ansicht hat, also eine Fahreransicht. I tell you, I'm jinxed. I always get landed with this crap. Ich komme gerade. Jo, und jetzt Jesus. ist da wohl Cole, ein come Mord take a look at passiert. this. Ja, jetzt habt ihr die Schnurren. Ist da ein Mord passiert und wir suchen da jetzt. Ja. We're never gonna find it. It's a waste of time. Der Schuldig. Bis dahin habe ich gezockt. Ich sage dann, wo ich ihn gespielt habe. Jo, wir nehmen das doch gerade. No good to me. Das hat wohl keinen besonderen Wert. Dann nehmen wir den mal. This doesn't pertain to the case. Das hat auch nichts mit dem Fall zu tun, ja. Es ist halt nur eine Flasche. Nicht besonders. No. Sher King says the mind is the final frontier. Das nehmen wir mal. Aha. Psychiater sagt. Ja. Da können wir dann noch ein so. Und dann schauen wir uns das mal an. Dr. Fontaine, could I have a word? Of course, young man. I really enjoyed your lecture, Doctor. Psychiatry seems to have a tremendous amount to offer. Why, thank you. I'm always happy to receive acknowledgement for my work. The mind is the last great mystery in medicine. Are you thinking of specializing, Mr. Sheldon, or Courtney Sheldon. I'm only in 2nd year, Doctor. They fast-tracked me a year because of my experience during the war. Ah. That's what I wanted to talk to you about. Battle fatigue and collapse under duress. Can it be helped? I would say yes, given the right set of circumstances. Trauma forces the mind to close down, retreat in on itself. We try to find ways to unlock the mind again through a combination of therapy and drug treatment. Hypnosis and therapy are powerful tools in the right hands, Sheldon. I've been to visit some of the guys at the VA hospital. A good friend of mine, he's so far away. It's like he's wandering You around. went through a lot together. Yes, Doctor. Give me his details and I'll make a prognosis. I have a number of clinics in Los Angeles, Courtney Sheldon, and your penance, for your friend's help, is to come and work at one of them in your spare time, with what little spare time a medical student has. Is that a deal? Is it ever?
I can't thank you enough. I'm not promising a cure, Courtney. I want you to remember that. Every physician has patients that he cannot hope to cure, for whom he can only smooth the path to death. Die grosse Stärke ist ja in diesem Spiel das Gesicht. Gesichtsausdruck. All die Kleinigkeiten. Und auf das hat man besonders achten. Das ist ja sehr schön. Ist ja sehr schön animiert. Muss man sagen. Ups. Das wollte ich nicht. Jawohl. Insta-Head heisst hier der Wagen. Können wir nicht damit anfangen. Schauen wir ganz schnell da vielleicht. Nein. Da hinten ist abgesperrt. Was muss ich drücken? Oh Gott. Das war meine Map. What do you think? Have a good look around. It could be anywhere. Da oben ist, glaube ich, noch irgendetwas gesehen. Da ne? Genau. Ralph, there's something on the rooftop. How the hell did you see that? A reflection in the window. Looks like it might be our weapon. I'm gonna see if I can find a way up there. All right. Don't hurt yourself. Dann gehen wir mal da tun. Nothing significant. The gun's up on the roof, right? Bedeutendes. So we need to find a way up. Da hat wohl mal ein Penner pennt. Ja, und da hinten ist nichts. Alles klar, dann auf geht's. What kind of chumps do these homicide guys think we are? Sure. Jetzt nicht da, ne? Da gehen wir zu dieser Waffe. Smith & Wesson, serial S71893. How you doing, Cole? Found it yet? 2 rounds fired. And instead of dropping it down a drain, our shooter hoists it up here. Interesting guy. We should follow up on this now, before the perp tries to leave town. Dann gehen wir We wieder have the runter. gun, Cole. Let's take it back to Central. We could get a commendation. Could show some initiative, Ralph, and see if we can come up with an owner. That's a long shot, Cole. It's a pretty fancy gun. You know a local gun store? Sure. There's a place a couple of blocks from here. Na dann, auf zum Gangstore. Are you sure about this? It's not really our gig. No harm in doing some digging. Waffe laden. The suits didn't seem to give much of a damn. Such a little Boy Scout. You can't wait to get out of that uniform, can you? You'd rather round up drunks and help old ladies across the road? I'd rather get through the day without the captain's foot up my ass. It'll be fine, Ralph. You worry too much. Waffen laden. Nee, dat... Oh. So. Ah.
Nee, nicht Personen. Orte. Waffen. Als Ziel, genau. So, mal schauen, wer noch kommt. Oh, das ist rot. Ich glaube, ich bin etwas zu wenig. Alter! Ja, Vorfahrt da. Ja, eben wie gesagt, bis noch würde ich noch halt noch ein bisschen rumschauen. Die Nacht nach dem Tour. Dann eigentlich wäre es ziemlich alter, nutzlos sein. Ja, oder man sieht es auch noch ziemlich wenig von dieser Unkontrolle. Jetzt haben wir noch schön. Oh Gott, okay, jetzt bin ich überrascht gefahren, das ist natürlich leid. Jetzt sind wir ziemlich wenig. Alter! Das ist ja alles über. Oh, da hier kommt der Röhr. Jetzt haben wir schon wieder abgelöst. Wagen ja, Entschuldigung. Oh, da ist eine Kollision, gell? Da hat es eine Kollision, gell? Ha! Go slow and see our town. Go fast and see our jail. Zani 46. PM ist ja zur Nacht und AM ist morgen. Ich merke mir das immer so, dass AM am Morgen heisst. Stimmt. Nicht, aber fast. Officers Phelps and Dunn. Can you tell us anything about this gun? Smith & Wesson, Model 27, registered Magnum. Chambered for .357, nickel-plated with pearl grips. Same gun used by General Patton. You're not suggesting he's the owner? No, I'm not. You seem to know a lot about the weapon. I ought to. I sold it. You know, this piece will stop a rhino. These babies are only available special order. Here's my Smith & Wesson order book. You mind if I take a look? Be my guest. This is about something bad, right? Aufträge, Orders. Jo. Model 27 with pearl grips, Cole. You see it on there? Also. Wir suchen Smith & Wesson Revolver. Smith. And a revolver. Ja, was suchen wir eigentlich? Item.
Ein Barrel, nein. Also er hat ja einen Revolver hat er gehabt. Oh nein, das habe ich nicht. Nicht wollen. So. Kann ich da nächste Seite? Nicht? Nein. Du gehst mir auf die Nerven. Alles klar. Ein Revolver. Nee, nein. Das ist auch ein Barrel. Nicht. Classics. Serial Number. Da schauen wir ganz schnell Hinweise. Smith Wesson Bestellung und Registrieren. Buch. Okay. Modell 27. Mit Seriennummer S. Die Seriennummer, hä? S71893. S71893. Dann suchen wir das mal. Das da. We're in luck. Errol Schroeder, 203 South Glass Street. Ordered the gun in February 46. Ah, das ist doch ein Spa. Thanks, you've been a big help. Anytime. Always happy to help out the LAPD. Ja, Schleimtüte. Ein Entje. Yes. Not everything here is going to be relevant. Ja, ich has nur anschauen. Ganz cool bleiben. Schauen wir mal die Gewehr an. Eine Flinte. Wo sind eigentlich da eine Revolver? Incidental. Ja, ich wollte sie nur anschauen. Nein, nicht. Das ist schon so eine Scheiße. Hat eine Pistole gesehen? Dann gehen wir mal da runter. Oh, eine Schießübung. Können wir die benutzen? Nicht, schade. Okay, dann nicht. Gehen wir wieder rauf. Und hinterher. Hinweis. Ort, besser gesagt Orte. Tatort in Gasse. Haben wir da noch nicht alles? Wohl nicht. Do we call it in? Let's see if he's at home. Owning the gun doesn't prove he pulled the trigger. Okay. In for a penny, in for a pound. Lead the way, Gunga Den. Dann gehen wir noch zum Tatort hier. Schauen wir weiter, was dort noch hat. Wohl haben wir ja noch nicht alles. Was ist da los? Alles klar. Ja, es wartet keiner. Now that wasn't so hard, was it? Just because we're in uniform doesn't mean we can't use our initiative. I guess so. Seems a little too good to be true. One-of-a-kind murder weapon bought locally using a real name? If Schroeder's our shooter, he's no criminal mastermind. Most of them aren't. That's why they get caught. And 2 out of every 3 crimes are done on impulse. Another fact from the Phelps Encyclopedia of Thin Air. You really are full of it. Falls irgendjemand einen Mod kennt, wo die Cockpit-Ansicht hat, soll er es doch sagen. Ich fahre lieber am Steuer als jetzt so raus.
Leider gibt es ja keinen Blinker, das finde ich ziemlich doof. Das würde es noch ein bisschen realistischer machen. Jetzt habe ich da gedrängelt. Have you got a death wish? Alter. Oh oh. Oh oh. Ja, da ist ein Lichtchen kaputt gegangen. Und das tut mir leid. Ja, ja. Ja. Und? Jetzt kann man eine Natze. Komm, steig jetzt hin. So. Ich bin nicht drüber. Auf jeden Fall. Das hätte er wohl gehabt, der schneller Start, gern. Ja. Ich sollte glaube ich lieber mit Gamepad spielen, da spule ich nicht immer hinten und kann auch schön abbremsen. Mal schauen. Jetzt gehen wir noch schnell hin. Was? Was? What? Ja. Ich kann mal schnell schauen, wie weit das wir sind. Ups. Das ist scheiß Zeit. Ah, okay. Dann gehen wir jetzt hier hin. Da sehen wir übrigens noch die Map und wir müssen hier hinterher fahren. Und jetzt habe ich noch irgendetwas gesehen, was ist das? Ah, das war der Tatort gewesen. Ja, dann fahren wir doch jetzt über, aber erst im nächsten Part. Merci fürs Zuschauen. Jo, eure Daniel P.